25.000 € Strafe. Das ist natürlich eine stattliche Summe. Und genau das kommt auf einen zu, wenn man mittels einer Singapore Limited und UK Stiftung Limited Konstruktion versucht, seine deutsche Steuerlast zu senken. Sebastian, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Führ uns doch einfach mal in das Thema ein. Genau, also die Krux ist hier eben die Meldepflicht nach Paragraph 379 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung. Wer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, hat eine Anzeigepflicht bei Auslandssachverhalten und muss Details in der Steuererklärung melden. Oder er riskiert eben eine Strafe von 25.000 € wegen Steuergefährdung. Und warum ist das genau in diesem Fall von Singapore Limited in Kombination mit UK Stiftung Limited besonders problematisch? Naja, es wird eben von den Gründungsagenturen, die solche Strukturen verkaufen, immer wieder behauptet, dass diese Struktur mit dem deutschen Wohnsitz kompatibel sei und dass keine Meldepflicht ans Finanzamt bestehe, weil die Stiftungslimited eben sich selbst gehört, beziehungsweise niemandem gehört. Wir gehen gleich darauf nochmals ein. Man sagt dann, dass ja die Meldepflicht erst bestehe, wenn man mindestens 9% an einer Auslandsgesellschaft beteiligt ist. Aber das stimmt so nicht. Es spielt bei Auslandssachverhalten keine Rolle, ob du an der Gesellschaft tatsächlich beteiligt bist oder nicht. Das heißt, hier am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt bist oder aber bei einer Personengesellschaft hier beteiligt bist. Die Anzeigepflicht ist auch gegeben, wenn du im ausländischen Unternehmen erheblichen Einfluss hast und im Hintergrund die Strippen ziehst. Selbst dann, wenn du formal weder Gesellschafter noch Geschäftsführer oder ein anderes Organ der Gesellschaft bist. Und da dies ja aller Wahrscheinlichkeit bei einer solchen Konstruktion der Fall ist, also wenn du bei einer Gründungsagentur beauftragst, eine Singapur-Gesellschaft zu gründen, die wiederum einer UK Holding Stiftungslimited gehört, fällt das Bußgeld potenziell möglicherweise sogar zweimal an, denn es ist ja bei zwei Gesellschaften dann gegeben, dass du im Hintergrund die Strippen ziehst und für beide wurde dir möglicherweise gesagt, dass du hier keine Meldung ans Finanzamt machen musst. Und das hat was mit den CFC-Rules zu tun, stimmt das? Eigentlich nicht. CFC-Rules steht ja für Controlled Foreign Corporation Rules. Gemeint sind damit sogenannte Beherrschungsregeln. Hier geht es eher um die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Das ist zwar durchaus ein Thema hier und wir gehen gleich nochmals darauf ein, aber die Meldepflicht bei Auslandssachverhalten ist davon getrennt zu sehen. Also nochmal, auch wenn ich eine Gesellschaft eben nicht beherrsche, ja, wenn ich nicht jetzt hier offiziell zu einem Großteil daran beteiligt bin oder überhaupt nicht daran beteiligt bin, aber eben erheblichen Einfluss habe auf die Gesellschaft, gilt diese Meldepflicht. Dann lass uns noch mal über Stiftungslimited sprechen. Was genau ist das? Und ich weiß, dass du ein sehr, sehr schönes Fallbeispiel für uns vorbereitet hast, um das so ein bisschen darzustellen für unsere Zuhörer. Genau, also die Limited by Guarantee wird bei uns oft Stiftungslimited genannt, ist aber weder eine Stiftung noch ist sie per se gemeinnützig. Man muss eher diese wie einen Verein betrachten. Gründen zum Beispiel ein paar Gleichgesinnte in UK eine Waldorfschule, dann ist, was in Deutschland der Träger e.V., also der Trägerverein wäre, in UK eine Limited by Guarantee. Diese Rechtsform hat keine Gesellschafter oder Aktionäre, sondern wie ein Verein eben Mitglieder. Wie ein Verein hat sie demnach auch keine Besitzer. Daher eben die Aussage der Gründungsagentur, dass man die Limited nicht besitzen kann. Und das ist tatsächlich korrekt. Aber das schützt eben vor der Meldepflicht nicht. Anders als der e.V. darf die Limited by Guarantee aber ausnahmslos gewerblich und wirtschaftlich aktiv sein und ist sehr frei in der Mittelverwendung. Sie kann also in manchen Situationen durchaus eine interessante Gestaltung sein. Man muss natürlich das Transparenzregister beachten. Der UK ist ja hier Vorreiter und veröffentlicht ja wirklich nun alles, ja, und auch sehr gewollt alles, ja. Hier ist natürlich dann gleich die nächste Falle, die droht, wenn dir nämlich die Gründungsagentur erzählt, naja, du musst dich da im UK-Transparenzregister nicht veröffentlichen lassen,
weil du von wegen 9-10% noch nicht beteiligt bist, bla bla bla. Das stimmt also alles nicht. Also hier würde dann ein nächstes rechtliches Problem drohen. Selbst wenn ich jetzt hier einen Treuhänder verwenden würde, wenn ich nicht als Member erscheine oder wenn ich das Transparenzregister in UK irgendwie anderweitig umgehe, bin ich als graue Eminenz immer noch zur Meldepflicht in Deutschland verpflichtet. Ja. Wenn ich jetzt nochmal das Beispiel der Waldorfschule nenne, ja, wo es ja 10 andere verifizierbare Personen gibt, die hier gemeinsam als Members diese Limited by Guarantee gründen, wäre natürlich dieser Einfluss nicht gegeben. Ja, das ist ja ganz klar. Insofern müsste ich dort dann auch keine Meldung machen. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für die sehr ausführlichen Erklärungen zum Thema Meldepflicht. Also nochmals, diese Struktur entbindet euch nicht von der Meldepflicht gegenüber dem Finanzamt. Jetzt gibt es aber natürlich noch die Betriebsstättenproblematik. Ist das richtig? Genau, denn unter der Annahme, dass beide Gesellschaften, also Singapur und UK-Gesellschaft, keine Substanz haben, also damit meine ich jetzt, beide Gesellschaften haben keinen Geschäftsführer, der ein normales Gehalt bekommt, ein paar tausend Euro im Monat. Beide Gesellschaften haben keine Mitarbeiter, die normale Gehälter bekommen. Die Wertschöpfung findet nicht vor Ort statt in Singapur und UK, sondern möglicherweise bei mir zu Hause in Deutschland. Dann ist ebenfalls durch meine Präsenz als Strippenzieher in Deutschland eine Betriebsstätte beider Gesellschaften in Deutschland gegeben. Dies ist besonders streng, ja, da sich ja beide Gesellschaften außerhalb der EU befinden. Es ist nicht ganz so streng wie jetzt bei einem Nicht-DBA-Kontext. Beide Gesellschaften, sowohl Singapur als auch UK, befinden sich ja letztlich im Doppelsteuerungsabkommenskontext mit Deutschland. Denn Deutschland hat mit beiden Ländern ein DBA. Aber dennoch ist die Sache natürlich sehr kritisch und die Betriebsstätte wird sehr schnell ausgelöst. Ja. Ich darf eigentlich nicht mal ein Handlungsbevollmächtigter sein dieser beiden Gesellschaften in Deutschland. Ich darf eigentlich überhaupt nichts machen. Ich müsste rein passiv sein. Ja. Bin ich das nicht, dann haben beide Gesellschaften eine Betriebsstätte in Deutschland. Und dann habe ich im besten Fall die Lösung, dass beide Gesellschaften in Deutschland voll steuerlich veranlagt werden, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Jetzt kommt eben das Thema CFC-Rules hier dann zum Tragen. Dann müsste ich nämlich im Fall des CFC-Rules, wenn die zum Tragen kommen würden, Einkommensteuer bezahlen, keine Körperschaftssteuer, per Hinzurechnungsbesteuerung und möglicherweise auf einen fiktiven Gewinn sogar, der vom Finanzamt geschätzt wird. Hier kommt es dann einfach darauf an, ob bei einer Überprüfung des Finanzamts die Struktur als Umgehung gesehen wird, was wahrscheinlich ist. Und dann muss ich natürlich auch mit Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung rechnen. Aber wie kommt denn das Finanzamt überhaupt drauf? Naja, also früher hätte man gesagt, natürlich hauptsächlich vielleicht durch eifersüchtige Ex-Frauen, Geschäftspartner und so weiter und so fort. Aber heute ganz häufig durch den Informationsaustausch, an dem ja wohl Singapur als auch UK sehr fleißig teilnehmen und natürlich auch mögliche Länder, in denen beide Gesellschaften dann ein Konto betreiben. Wir haben da mal eine sehr interessante Folge aufgenommen zum Thema Steuerfahndung mit einem deutschen Strafverteidiger. Die würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. Der kann dir mehr dazu erzählen, wie das Finanzamt dort auf solche Strukturen kommt. Und wie gesagt, also der Informationsaustausch mittlerweile eigentlich die Quelle Nummer 1. Jetzt ist es auch so, dass du vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen hast mit einem Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf zum Thema Singapur. Und das war alles sehr positiv, was ihr da besprochen habt. Kann man also Singapur auch richtig angehen, ohne dass es Probleme mit dem Finanzamt hinterherzieht? Absolut, ja. Also Singapur hat den großen Vorteil, dass dieses Land ein DBA mit Deutschland unterschrieben hat, also ein Doppelsteuerungsabkommen, was nicht viele Länder in dem steuergünstigen Bereich haben, in dem sich ja Singapur tatsächlich befindet. Ja, das heißt also, wer jetzt hier tatsächlich plant, ein Unternehmen in Asien zu gründen, eine Betriebsstätte dort zu gründen, mit Mitarbeitern, mit Büro, mit möglicherweise Produktionsstätte oder sonst irgendwas, um zum Beispiel den asiatischen Markt anzugehen, der kann ja eigentlich mit Singapur
oftmals eine gute Wahl treffen. Natürlich, Singapur ist sehr teuer, ja, so teuer wie die Schweiz oder noch teurer, ja. Aber dennoch, es hat viele Vorteile, gute Infrastruktur, hochentwickelt, stabil. Wie gesagt, also eine tatsächliche Betriebsstätte dort zu gründen, macht natürlich Sinn, ja. Und das ist natürlich auch voll im Einklang dessen mit dem, was das Finanzamt erlaubt. Aber wie gesagt, immer vorausgesetzt ist eben, dass diese Firma tatsächlich dann in Singapur Business macht, dort die Steuern in Singapur bezahlt. Die sind jetzt ja auch nicht null oder sind nur in Ausnahmefällen null, meistens aber auch in einem Bereich, ungefähr würde ich sagen, so wie die Schweiz, ja, 17%. Diese müsste man natürlich dann auf die Gewinne bezahlen und diese Gewinne werden dann auch in Deutschland nicht mehr nachzuversteuern. Also ein Setup in Singapur funktioniert auf jeden Fall. Man muss es richtig machen. Schaut euch die Podcast-Folge an mit dem Henning Schwarzkopf. War sehr interessant. Dort reden wir alles dazu. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast einen sehr komplizierten Sachverhalt sehr schön für uns erläutert. Ich danke dir. Bis bald. Genau. Ja, also man muss ja auch sagen, wir haben es hier 3-mal versucht aufzunehmen. Jetzt beim 3. Versuch hat es hoffentlich geklappt. Ja. Also, genau. So sieht's aus. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.